So, ja. Cool. Erstmal natürlich hoffen wir, dass ihr alle einen schönen Tag bisher hattet. Dass ihr alle soweit gut ins Wochenende startet. Und ja, wir sind jetzt hier, um euch Rede und Antwort zu stehen für alle möglichen Fragen, die ihr auch so habt. Jetzt stellt sich mir nur die erste Frage, und zwar: Was war die Zeit in CR, die euch am meisten Spaß gemacht hat? Also bei mir ganz klar die Zeit, wo Golem stark war. Nee, also ich glaube die Season, wo Nightwatch rauskam, da habe ich glaube ich so viel Leather gegrindet, wie ich nie in der anderen Season gemacht habe. Ich glaube, ich war in der Season auch irgendwie, weiß ich, 7 oder 8 Tage Platz 1 der Welt und so hintereinander. Also es war richtig krass. Und die Zeit, ja, so um Gamer G Masters rum. Also es war halt so die ersten 2 Jahre Clash Royale, die waren schon ziemlich heftig. Ich würde persönlich auch sagen, dass so ja, die Zeit, in der es die großen Turniere gab, also 2016 im Sommer, als die großen Turniere rauskamen, wo man bis zu 15.000 Karten einer Tour gewinnen konnte, das war schon echt krass, das war eine geile Erfahrung. Und da würde ich auch so sagen, genau, 2017 rum war ja eigentlich alles mit Gamergy etc., als wir mit Charmix in Kontakt kamen etc. Das war schon geil, das war so wahrscheinlich die beste Zeit, I guess. Für mich würde ich sagen, so 2016 und 2017 hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Und dann würde ich sagen, noch so ein letztes Jahr, wo dann CR auch wieder einen krasseren Hype hat mehr Bock gemacht. Frage an Morten und Sam. Was waren eure allgemeinen Hauptgründe, dass ihr bei SK resigned habt? Beziehungsweise warum ist SK für euch die perfekte Org als Spieler? Außer dass es ob es eine deutsche Org ist, vor allem bei dir, Morten, als du Ende Dezember deinen Tweet gemacht hast, dass du die Angebote anhören kannst. Das ist eine gute Frage. Ich meine, für mich persönlich gibt es keine anderen guten Org. So, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Tribe und ich denke, SK kann mir alles bieten, was ich brauche. Guter Support auch im Content-Bereich. Ich kann immer regelmäßig halt ins Office fahren und allgemein halt Dankbarkeit, so dass sie mir über die Chance gegeben haben, so einzusteigen vor 3 bis fast 4 Jahren jetzt. Deswegen ja, war SK für mich so die beste Org. Auch weniger jetzt Fokus auf E-Sports, sondern mehr auf Content Creation. Es gibt auch einfach wenige Orgs momentan. Also SK ist eigentlich so ziemlich die beste Org, die es gibt, gerade im Clash Royale-Bereich. Da alleine kann man das diskutieren. Ich meine, wie viele Orgs gibt es überhaupt im Clash Royale-Bereich, die Creator, ich sag mal unter Vertrag haben, also sowas wie jetzt BigSpin. Okay, so Tribe. Ja genau, Tribe, es gibt 1, 2 Keso. Teams, aber es gibt nicht viele. Alleine das schon mal ist ja auch schon ein Ausschlussverfahren für viele Teams, so dass die haben ja die supporten der Creation, zum Beispiel Content Creation, supporten die ja kaum. So, und das machen wir ja auch alle. Gut, ich gerade ein bisschen weniger, aber das kommt auch wieder. Und ich meine, grundsätzlich machen wir das ja alle ein bisschen. Also. I think there's a question from Morten and Sam. Which of the disgusting food did you try? You tried yesterday was the worst one. Honestly, I was pretty lucky and didn't really have to try anything disgusting. Octopus, didn't really like it. I think everything was bad besides like the candies and stuff. But I don't like fish at all, so octopus and fish, I hate them. And what was like the other thing called? Cow tongue. Yeah, that was also. What was the best buff nerf rework in this balance challenge? So for me, I think there was the hunter, because I think I liked the hunter in the past and it was a bit too weak, so I like the buff. I think I really like that the balloon is like kind of less frustrating to play against right now. I also like the queen nerf, but I really think that the golden knight shouldn't have been nerfed that hard, I guess. And I also love the musketeer. The musketeer buff is really nice. So basically you like all the changes. I would like if you stream again after like. Okay. I would like to buff Golem. Dennis F schreibt, können wir den Bahn? Yeah, for me also hunter is the favorite buff. Archery nerf also great. I think they could have nerfed the Archer Queen more, but I'm fine with that. They're nerfing it at least a little bit. Who's the best player now in your opinion? For me, Mugi. Mohamed Light is also not that bad. Just not that bad. Okay. Yeah, these are like the top 2, I think. For me, it would be Mohamed Light. I think Mohamed Light is better than Mugi. Yeah, I think so too. I think he's more consistent. Was ist euer All-Time Lieblingsdeck? Ich glaube ich meiner Wallbreaker. Damit haben wir auch West damals gewonnen. Hatte gute Finishes damit. Das Deck war nice. Aber ein Wallbreaker release, ne? Ja, das war okay. Ja, das war auch, ich glaube, das hat dich ja auch, du hast es auch so durchgezogen mit dem Deck, du warst halt so heftig damit, das war krank. Hat auch so Bock gemacht, das zuzuschauen aus Zuschauersicht. Das war einfach geil, weil Tiger-Decks immer ganz nice eigentlich sind. Da schließe ich da Morten an, das war auch mein Favorite Deck mit Zap. Ich meine, ich habe ja auch damit mein 1er-Finish gemacht. Hat schon Spaß gemacht. Graveyard Buff hat. Graveyard Buff hat? Pommes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also Barb mag ich ja extrem gerne, deswegen wundere ich mich da gerade. Ja, bei mir gute Pumpe, selbstverständlich. Wie seid ihr damals auf die CR-App gestoßen?
Ich habe extrem krass Clash of Clans gespielt und da kam halt ein neues Supercell-Game raus. Heyday und Boom Beach war glaube ich auch zur Zeit raus. Habe ich nicht so gefeiert, aber neues Spiel, das wurde dann gehypt, das haben auch viele Clash of Clans YouTuber dann gespielt. Und dann habe ich das halt ausprobiert und ja, jetzt chill ich hier. Ebenso, ich habe auch sehr lange COC gespielt. Zu dem Zeitpunkt, wo CR rauskam, gar nicht mehr. Aber ich habe sehr viel Hearthstone gespielt und League of Legends. Und da habe ich gedacht, okay, Supercell bringt ein Game raus. Ich kenne die ganzen Einheiten von COC. Dann haben sie irgendwie 2 Lanes und 3 Türme, was sich ein bisschen an LoL erinnert hat. Und dann haben sie noch Karten. Und das habe ich an Hearthstone erinnert. Und da habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie geil. Kartenspiel von CR. Ja. Bei mir war das ein bisschen negativer. Ich habe auch COC gespielt und dann kam Clash Royale raus und das haben dann ein paar Kollegen in der Klasse gespielt, weil damals hatten halt alle COC gespielt. Und dann kamen 2 zu mir und meinten, yo, test das Game, das neue Supercell Game Clash Royale, weil die wussten halt, ich war ganz gut in COC. Und da habe ich gesagt, nee, das Spiel ist scheiße, das spiele ich nicht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das Spiel runtergeladen und dann bin ich süchtig geworden. Dann war das Spiel doch nice. How many trophies do you consider as a good player? Hard to say, right? Like, what do you consider as good? I think if you are in the top 10% of players, you're already considered good. Probably if you're in the top 75% of the players, which is probably, I don't know the statistics, but probably around maybe 6,000 or 7,000 trophies in that range. But if we're talking good, like really good, I think you're only good if you hit 8k, in my opinion. But generally I would say maybe 7k. Yeah, it's also hard to say trophies because they change with every season. Because it depends on how much people play and if Supercell makes changes and stuff like that. So you can't really say that these trophies are safe for a good player or something. If you hit 8k and you maxed out, you're good, but it's not as impressive. How long should we play the game to get a better level? And where we go ladder position to win some tournament? Depends like how talented you are. Like if you start the game like 5 years ago and you played like every single day like at least 2 hours or 3 hours, I think you should be on a good level now. But if you just start the game 1 year ago, I think it also really depends on the person. For example, my dad, played like for, I don't know, 4 years every day and he's totally shit in this game. So like if I explain something to him, he's like making good in that game and like 3 games after that he forgot it already and I don't know, like some people just can't develop in the game. But I think for the most people, if they practice, or not practice, just play like 2 hours a day, like Morten said, they should get better after recent time. So. Ich stimme dazu, denn die Klasse ist Liebe. Was war euer selbstgespieltes Lieblingsmatch? Das kann ich ehrlicherweise, ich kann es nicht ganz sagen. Also natürlich waren die beiden Matches, mit denen ich es geschafft habe, mein bestes Finish jeweils zu erreichen, sehr geil. Das war einmal gegen Lukas X Gamer. Der hatte irgendwie Giant, Flugmaschine, Babyjacken in dem Match gespielt und habe ich die ganze Zeit beehrt am Anfang, weil er irgendwie snipen wollte. Und der hat verkackt, dann habe ich gegen ihn gewonnen, das war witzig. Und dann einmal gegen xopxsam Thomas, der hat Royal Hawks gespielt und ich hatte komplett einen Hard-Counter und habe ihn easy besiegt. Und dann, das sind so die Matches, die sich natürlich bei mir am meisten eingeprägt haben. Und ansonsten, ach so, zum Beispiel auch solche Games wie gegen Surgical Goblin damals in der RPL, was das noch war natürlich noch so ein bisschen, bleibt im Kopf. Ich muss auch sagen, das ist schwierig tatsächlich, aber ein Spiel, das mir, aber eigentlich nicht durch mich selber, sondern eher durch Zuschauer im Kopf geblieben ist, ist das gegen Pompeo im Game & Masters Final, weil diese eine Rocket da kam und da meinten alle, also da wurde es dann damals in dem Studio oder da wo wir waren, wurde es richtig still, als die Rock geworfen wurde und dann hat sie getroffen und es stand dann unentschieden und es war eigentlich klar, dass ich in Overtime eine gute Chance habe zu gewinnen und dann ist die Crowd halt richtig ausgerastet. Das war halt ein übelst geiler Moment, deswegen erinnere ich mich sehr an das Spiel. Deswegen wahrscheinlich das Match gegen Pompeo, was ich gewonnen habe. Bei mir wahrscheinlich Anfang CL, als ich noch bei TSM damals war. Das eine Match, in dem ich, habe ich damals gespielt. Warpart, 3 Musketiere, Spiegel habe ich gespielt. Das war auf jeden Fall ein sehr lustiges Deck. Und das war kein besonderes Spiel, aber es war einfach ein mega krankes Deck. Ich habe gewonnen, es hat einfach Spaß gemacht zu spielen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich sagen, das Game gegen Anaban um das 1er-Finish, weil ich da, glaube ich, meinen Turm verloren habe, irgendwie so nach einer Minute. Und der hatte eigentlich ein mega gutes Matchup gegen mich, aber ich konnte das Ganze noch irgendwie drehen. ich weiß nicht genau gegen wen es war, aber da wo ich Queen 7-0 habe, das war ganz nice. Irgendein Game davon. War was ganz anderes. In welchem Moment würdet ihr sagen, hat es eurem CR-Durchbruch geführt? Bei dir war es doch Safety Du hast es damals gecastet, ja. Du hast es damals gecastet, ja. Ja, oh mein Gott, das war krass. Da wurdest du erst mal bekannt, vorher kannte ich ja niemand. Ja. Warte mal, wann war das? Was war da genau? Das war Anfang 2018, das war glaube ich im März oder April 2018, das war so ein Event, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, es war Clan Battles oder so. Clan Wars. Genau, ESWC Clan Wars, genau. Und da war Sam mit Tortel und Rauf. Ja. Genau.
Und da hat Sam einfach komplett alles zerstört. Ihr seid, glaube ich, irgendwie Dritter geworden, ne? Oder Zweiter oder so. sogar, ja. Das Haben war wir jetzt heftig. nicht sogar gecastet? Das habe ich gecastet. Oder hast du das gecastet? Ich hab's Das ist gecastet. eine krasse Story, weil da gab es damals 2 Qualifier, ich kann mich erinnern, und die haben halt die Leute eingeladen, die quasi mitmachen durften. Und weil wir halt ziemlich unbekannt waren, durften wir im ersten Qualifier gar nicht mitmachen. Und der gute alte Tortel, also mein damaliger Teammate, hat sich dann den Arsch aufgerissen und hat immer diesen Organizer jeden Tag vollgespammt, dass wir da mitmachen dürfen. Aber der wollte uns halt nicht mitmachen lassen, weil wir halt unbekannt waren. Und der halt dachte, wir wären schlecht, hat uns aber dann noch eine Chance gegeben und dann haben wir es geschafft. Also Hab, wenn glaub die, ich, auch wenn die Frage auf E-Sports bezogen ist, dann bei mir ganz klar Game Masters. Ich habe vorher halt irgendwie nur Ladder gespielt gehabt und da so Mini-Turniere mitgemacht, aber war nicht wirklich was. Also damals hat mich auch jeder für Ladder-Spieler gehalten, weil ich halt auch nur Ladder gemacht habe. Und dann habe ich halt bei Game Masters bin ich halt dann Zweiter geworden. Also danach habe ich dann halt auch noch weitere Turniere und so mitgespielt. Das war so der Start irgendwie. Aber wenn das jetzt generell auf Clash Royale bezogen ist oder auf Streaming zum Beispiel, dann auf jeden Fall Trimix, dass wir bei Trimix zu Gast waren. Ich meine, das hat bei BigSpin mir natürlich so, das war ja der Start von allem so. Bei mir war es tatsächlich sogar ein bisschen davor, würde ich sogar behaupten. Also erstmal bin ich natürlich klar auch über Trimax dann, der Durchbruch sozusagen, aber was eigentlich vorher krass war, wie Trimax überhaupt für mich aufmerksam geworden ist. Ich war ja die ganze Zeit auch im Mythic Warriors, du ja auch, und dort habe ich die ganze Zeit halt Replays geteilt. Das hat man damals so aus Flex gemacht, da hast du die 12er GC Replays in den Chat geteilt, damit du halt allen zeigst, wie geil du bist, so mäßig, ne? Und mit welchem Deck du es geschafft hast. Und da habe ich dann halt jeden Tag super viel gezockt und dann ist er so ein bisschen, hat es psychisch schon gesehen, dass ich ein guter Zocker bin, etc. Aber dann hat mich Chef Strobel einfach damals gefragt, ob ich in dem Video von ihm dabei sein will und ob ich ihm mein Deck erklären will, damals noch Graveyard Ofen. Und dadurch erst, nachdem Max das gesehen hat, das Video gesehen hat, ist Max auf mich zugekommen und gesagt, ey, yo, war geil mit Chef Strobel, willst du es auch mal bei mir so im Stream coachen? Krass, wahrscheinlich okay, weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte das Max vielleicht nie gemacht, dass er überhaupt Leute in den Stream geholt hat. Das war, glaube ich, so der Start davon. Weil stell dir vor, Ja, das wäre nicht das war der passiert, Start. dann hätte er mich wahrscheinlich auch, weil bei mir war es wirklich so einfach spontan aus dem Chat, weißt du? Schon Genau. crazy. Also ich hatte auch das im Chat bezüglich, also ich habe halt dann immer in die Mythic Warriors Chat halt teilweise geschrieben, hatten dann sozusagen schon ein paar Tipps für den Deck immer wieder in den Clan-Chat geschrieben, aber halt nie so mündlich, aber das stimmt schon, ja. Ja, okay, ich habe was Underratedes. Damals war CR Worlds. Dann habe ich gegen Lupanji gespielt, nachdem Lupanji bei Worlds war. Und ich weiß noch, ich habe irgendwie Lockbait gespielt und er hatte dieses Packer Hard Triple Spellfill Deck. Und dann habe ich ihn irgendwie mit einer Rakete seine Elektromagier predicted mit Rocket Barrel und habe ich ihn komplett hops genommen. Das hat, glaube ich, Trimax auch damals gecastet. Und dann wurde ich komplett gehypt. Danke, dass ihr dabei wart, ne? Ja. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Euch einen schönen Abend, schönes Wochenende, hören wir uns. Ciao! Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.